Wir sind wieder in Frankreich angekommen. Die letzten Tage waren wieder mal sehr ereignisreich. Alle Räder und Panzerteile mussten entladen und wieder zusammengezogen werden. Die Instandsetzung defekter Fahrzeuge läuft auf vollen Touren und alle sind sehr bemüht, die volle Einsatzbereitschaft herzustellen. Wir sind hier gut untergebracht und haben in der Nähe eines kleinen Ortes Quartier bezogen. Täglich gibt es Lagebesprechungen und wir lassen die Männer so oft es geht an den Fahrzeugen üben, immer mit einem Auge auf den Kraftstoff, mit dem wir trotz allem sparsam umgehen müssen. Ich habe mich heute im Stabszug mit Rudolf getroffen, mein alter Kampfgefährte aus den Tagen des Ostfeldzuges. Wir sitzen zusammen und beratschlagen, wie es mit ihm weitergehen soll. Er hat eine Augenverletzung aus dem Ostfeldzug mitgebracht und darf nicht mehr als Richtschütze eingesetzt werden. So heißt es. Auch war er in den letzten Monaten in der Ausbildung und hat den jungen Kameraden das Schießen mit der Panzerkanone beigebracht. Trotzdem reicht es laut medizinischem Befund nicht mehr für den Richtschützensitz. Wir werden sehen. Aber entgegen allen Hindernissen konnte ich ihn wieder zur Kampftruppe holen, da mir sein Vorgesetzter noch einen Gefallen schuldig war. Aber nur als Ladeschütze sollte er hier eingesetzt werden. Alles Weitere wird sich finden. In unseren Zug kann ich ihn noch nicht holen, da haben wir gute Männer und wir sind gut bestückt. Aber sobald irgendwo ein Personalwechsel ansteht, kommt er in einen Panzerturm. Wir sprechen über Vergangenes, über seine Familie in Hamburg und über die ewigen Bombenangriffe. Rudolf meint zu mir, dass seine Familie ja außerhalb Hamburgs lebt und der Bereich für die Alliierten scheinbar nicht so interessant sei. Wir sind unter uns und unterhalten uns auch über Dinge, die nicht jeder hören sollte. Rudolf hat einen schweren Stand, weil schon zweimal die Pferde mit ihm durchgegangen sind und der Offiziere, ich sag mal, bedrängt hat. Aufgrund seiner Verdienste konnte man ihn immer wieder aus dem Schlamassel herausbekommen. Aber es wird doch immer ein Vermerk in den Akten geben. Ich frage aber offen, wie er den weiteren Verlauf des Krieges sieht. Er wird nachdenklich, so kenne ich ihn nicht. Scheinbar wählt er seine Worte mit Bedacht und dann erklärt er mir, dass wir doch bald mal einen Separatfrieden mit den Engländern und Amerikanern machen sollten. Dann alle Kräfte nach Russland, das ist der Feind. Dann würde es auch keine Feindflüge mehr ins Reich geben und wir könnten den Iwan zurücktreiben. Das ist der wahre Gegner. Gut, dass wir unter uns sind und dass das keiner hört. Ich mahne zur Vorsicht. Solche Dinge sollte man nicht laut aussprechen. Ich habe da meine eigene Meinung zu und ich glaube, dass wir an allen Fronten so stark zuschlagen müssen, dass der Gegner sich wieder zurückzieht. Es ist nicht unmöglich. Aber wir sind gefangen in unserem Handeln. Die Armeeführung wird schon das Richtige tun. Mit den immer stärkeren Waffen, die uns in die Hand gelegt werden, können unsere Gegner nicht mehr mithalten. Wir sprechen über Kameraden, die wir verloren haben, über gute Männer, die es nur mit schweren Verwundungen in die Heimat geschafft haben und wann es dann wieder in den Osten gehen würde. Ich bin froh, dass er hier ist, ein guter Mann. Er macht sich im Stab als Ersatz gut und ich habe mir berichten lassen, dass er den Jüngeren viel mit an die Hand gibt. Die Tage vergehen und wir hören in den Besprechungen noch immer von einer möglichen Invasion. Trotzdem soll es nun doch zurück zum alten Regiment gehen, also ab nach Russland. Nun ist die Katze aus dem Sack. Deswegen sind wir also alle wieder in Frankreich. Dann sind wir also bald nicht mehr Teil der Panzer der Division. Die sollen die Alliierten zurück ins Meer werfen, sollten die ihren Fuß an Land setzen. Das hat ja schon mal ein Fiasko in Dieppe gegeben und ich denke, das wird wieder nichts werden. Es kommt die Anweisung und wir werden verlegt. Also alles wieder verladen und ab nach Russland. 2 Tage dauert es, bis wir alles soweit haben und losrollen. Schon kommen wieder neue Befehle. Was ein Hin und Her. Die große Invasion hat begonnen. Nicht wie angenommen am Pas-de-Calais, sondern in der Normandie. Wir kriegen Berichte, dass viele Brücken und Eisenbahnlinien zerbombt wurden, Straßen und Fernmeldeverbindungen sabotiert wurden und die Partisanen überall aktiv sind. Fallschirmjäger wurden abgesetzt und nun sind wir an der Reihe. Die Züge werden umgeleitet und wir sollen auf dem schnellsten Wege der vorrückenden Panzerlehr folgen. Die Invasion ist schon ein paar Tage alt, als wir endlich auf der Straße sind. In mehreren Marschkolonnen sollen wir Richtung Küste verlegen. Was ein Wahnsinn ist das! Wir sollen bei Tage marschieren, damit wir keine Zeit verlieren. Ich hoffe, unsere Luftwaffe hält den Luftraum frei, sonst wird es eng für uns.
Alles wird in Windeseile marschbereit gemacht und die ersten Wagen rollen los. Es soll von Nogent-le-Rotrou bis zum Einsatzraum gehen. Wir haben unsere Fahrzeuge schon so gut es geht getarnt, damit wir uns in den Hecken und Wäldern verstecken können, wenn es notwendig werden sollte. Unser Flakzug wird aufgeteilt und soll den einzelnen Kolonnen Deckung geben. Na, das kann was werden. Wir sind auf dem Wege, es geht nicht gut voran. Fast 150 Kilometer liegen vor uns. Technische Stops werden eingelegt und hier und da kleinere Ausfälle. Aber der motorisierte Bereich kann überall schnell vor Ort sein und unterstützen. Wir sind fahrende Bäume, denn Tarnung ist alles. Dann ging es schon los. Wir wurden über Funk verständigt, dass feindliche Flieger in der Nähe waren und man beobachtete immer wieder den Himmel. Wir hatten Glück und wurden nicht Ziel der ersten Angriffe, aber scheinbar hatten die Feindflugzeuge unsere Fahrzeuge gemeldet und danach schlugen die Flieger unerbittlich zu. Es wurde versucht, mit allen Mitteln diese Pest der Luft abzuschießen oder zu vertreiben. Es gelang ab und an, und wenn die Flieger durchkamen, fielen ihnen immer ein paar Fahrzeuge zum Opfer. Gute Männer ließen schon in der Anfahrt ihr Leben und wichtiges Material und Betriebsstoff ging verloren. Die Flakzüge hatten alle Hände voll zu tun, um diese Plagegeister zu vertreiben, aber auch hier wurde die Zeche mit Blut auf beiden Seiten bezahlt. Trotzdem hatten die Tiefflieger wohl Höllenrespekt vor unseren Vierlingen und keiner von denen wollte in den Geschosshagel der 2 Zentimeter kommen. So mancher Flieger bezahlte hier seinen Übermut mit dem Leben. Und wenn ein Feindflieger vom Himmel fiel, hatte man das Gefühl, dass die nächsten noch wütender angriffen, um den Kameraden zu rächen. Nur in den Wäldern hatte man etwas Ruhe, aber wir mussten weiter. Bis jetzt hatten wir noch keinen Feindkontakt mit Bodentruppen, aber das würde nicht mehr lange auf sich warten lassen. Unsere Marschpausen versuchten wir in Wäldern oder gut bewachsenen Bereichen zu machen. Der Auftrag machte uns nicht zu schaffen, aber dass es schon Landungen an der Küste gegeben haben sollte, war natürlich ein Schlag ins Gesicht. Wir waren immer der Meinung, dass hier keiner einen Fuß an Land setzen würde. Die Meldung der Armee an die Divisionen verhießen nichts Gutes. Gemeldet wurden auch schon Anlandungen von Räderteilen und Caen wurde bedroht. Die alliierten Truppen sollten eigentlich schon am Strand zurückgeschlagen werden. Wenn die sich erstmal festsetzen, dann gute Nacht, Marie. Die Division hatte nun den Befehl, mit allen Kampfteilen schnellstens nach Caen zu kommen und dann die anrückenden Feinde zu vernichten. Mit unseren Panthern sollte es kein Problem werden, wenn wir uns den amerikanischen Shermans, den britischen Crusadern und den Cromwells gegenübersehen würden. Jetzt kamen auch immer mehr Meldungen, dass scheinbar auch schwere Schiffsartillerie mit dazwischen haute und mit ihren enormen Kalibern die Truppen überschüttete. Dann kamen wir endlich im Bereitstellungsraum an und die Aufträge wurden klar verteilt. Gemischte Kampfgruppen wurden gebildet, da in dem unübersichtlichen Gebiet mit den hohen Hecken ein Kampf ohne Grenadiere nicht möglich war. Wenigstens mussten wir nicht mehr bei Tage verlegen und richteten unseren Bereich gut getarnt ein. Nun hatten wir auch mal unsere Wunden zu lecken. Viele Fahrzeuge, SPWs und Benzin- sowie Munitionsfahrzeuge waren pulverisiert worden. Die Verluste an Mannschaften war erheblich. Der erste Angriffsbefehl lag vor. Wir hatten den Auftrag, in einer gemischten Kampfgruppe Richtung Bayeux vorzustoßen. Dafür mussten wir aber durch Tilly durch. Um den Vorstoß zu decken, waren wir mit 4 Panthern sowie 2 Panzern IV auf einer Höhe angesetzt, die noch feindfrei sein sollte. Wir rollten aus unserer Deckung vor, nachdem die Aufklärer keinen Feindkontakt oder Stellung gemeldet hatten. Wir waren angespannt. Die Hitze im sommerlichen Frankreich war im Kampfwagen fast unerträglich. Auf dem trockenen Boden ging es zügig voran und diesmal waren keine Feindflieger am Himmel oder in der Nähe, noch trafen wir auf feindliche Infanterie. Wir erreichten die Anhöhe ohne Zwischenfälle und bildeten schnell einen Abwehrring in 3 Richtungen. Überraschungen wollten wir keine erleben. Die Infanterie suchte sich gute Deckung und die SPWs blieben am Hinterhang stehen. Hier hatte man einen guten Überblick und konnte auch gut auf die nächsten 1000 Meter wirken. Trotzdem wurde uns eingeschärft, nur auf Befehl zu feuern, damit wir unsere Stellung nicht vorzeitig verraten würden. Wir hatten weiterhin die Order, nur im Notfall das Regiment anzufunken, weil es den Verdacht gab, dass man bei langen Funksprüchen eingepeilt werden könnte. Das war aber eher eine Vermutung als eine Tatsache. Der Tag zog sich dahin. Wir bekamen nur einen einzelnen Aufklärer zu sehen, der kurz die Nase aus dem Dickicht steckte
und dann langsam zurückrollte. Gesehen hat er uns sicher nicht. Ein kleines Gehöft im Nordwesten war wohl sein Ziel gewesen. Nach 20 Minuten rauschte eine Lage schwerer Koffer heran und das Gehöft wurde komplett in Schutt und Asche gelegt. Das zum Thema Schiffsartillerie. Je dichter wir an die Küste gelangen, desto schlimmer wird die Bedrohung durch die Geschütze der schwimmenden Einheiten. Das kann ja noch was werden.